Karate zu praktizieren bedeutet für mich, sich nicht nur um den Körper zu kümmern, sondern auch um den Geist. Und genau deshalb gibt es in diesen Videos Anregungen für Körper und Geist. Im Shotokan Karate ist die lange Distanz sicherlich die Hauptdistanz. Und so trainieren viele fast ausschließlich die dafür benötigten Stände, allen voran Sensu-Dachi, Kiba-Dachi und Kobusu-Dachi. Aber natürlich gibt es im Shotokan Karate auch die kurze Distanz, auch so kurz, dass man direkten Körperkontakt zum Gegner hat, was man dann auch den Infight nennt. Die für diese Distanz benötigten Stände sind dann vor allen Dingen Sanchin-Dachi und Neko-Ashi-Dachi. Das sind auch die Stände, die in meinem Bunkai-Training eine große Rolle spielen. Videos für euer Bunkai-Training mit dem Thema kurze Distanz wird es in Zukunft übrigens auch geben. In diesem Video geht es nun aber um die bereits genannten Stände, nämlich Neko-Ashi-Dachi und Sanchin-Dachi. Auch wenn es in diesem Video nicht um das Erlernen dieser Stände geht, rufen wir uns trotzdem ganz kurz, bevor wir zur eigentlichen Übung kommen, die wichtigsten Punkte dieser Stände noch einmal ins Gedächtnis. Im Neko-Ashi-Dachi ruht das Gewicht auf dem hinteren Bein, so dass wir zu jeder Zeit dazu in der Lage sind, das vordere Bein anzuheben, ohne vorher das Gewicht verlagern zu müssen. Der hintere Fuß ist ca. 45 Grad nach außen gedreht und die Ferse des hinteren Fußes und der Ballen des vorderen Fußes stehen auf einer Linie. Im Sanchin-Dachi steht der hintere Fuß gerade. Der vordere Fuß ist nach innen gedreht. Auch die Knie ziehen sanft nach innen. Die Zehen des hinteren Fußes und die Ferse des vorderen Fußes stehen auf einer Linie. Und wie sonst in allen anderen Stellungen auch, müssen wir, damit sich das Becken anhebt, Po und Unterbauch anspannen. Bei jeder der folgenden Übungen bewegen wir uns aus Shizentai mit jedem Fuß in 5 Richtungen. Die erste Richtung ist aus der Ausgangsposition nach hinten. Danach bewegen wir uns, aber immer vom gleichen Punkt aus startend, immer 45 Grad weiter, bis wir am Ende dann eine 180-Grad-Drehung ausführen. Zunächst führen wir immer nur einen Neko-Ashi-Dachi aus. Die Arme sind in einer Kamai-Haltung. Zurück in die Ausgangsposition und achtet darauf, der Fuß, der sich zuerst bewegt, der wird immer zum hinteren Fuß. 45 Grad weiter, 90 Grad Winkel. Und am Ende eine 180 Grad Drehung. Geistig könnt ihr so üben, dass ihr euch einen Gegner vorstellt, der aus einer entgegengesetzten Richtung kommt und die ihr gleitet. In der ersten Position käme der Gegner direkt von vorne. In der zweiten Position käme der Gegner aus dieser Richtung. In der dritten Position käme der Gegner aus dieser Richtung. Oder ihr stellt euch vor, dass ihr durch welche Aktion auch immer in dem jeweiligen Winkel zum Gegner steht. Mit dieser Vorstellung würde der Gegner natürlich in der Ausgangsposition immer vor euch stehen. Was das Kamai angeht, denkt bitte daran, dass wenn sich die Distanz zum Gegner ändert, sich auch das Kamai ändert. In der zweiten Übung bewegt ihr euch genau wie in Übung 1 in die 5 Richtungen. Und wenn ihr dann in der jeweiligen Position steht, führt ihr mit dem vorderen Bein einen Mai-Kick aus.
uns zum Sachi-Dachi. Wir bewegen uns wieder in die 5 Winkel, nur eben jetzt ins Sachi-Dachi. In der nächsten Übung gleitet ihr, nachdem ihr die jeweilige Position erreicht habt, nach vorn und führt dabei einen Jodan-Teishuchi aus. Diese Technik, diesen Handballenstoß, kennt ihr zum Beispiel aus der Kata-Chion. In der 5. und letzten Übung verbinden wir nun beide Stände zu einer Kombination. Als erstes führen wir eine Neko-Ashidachi aus. Dann mit dem vorderen Bein ein Maigiri. Jetzt nach vorne gleiten aus dieser Position, aus diesem Neko-Ashidachi, nach vorne gleiten ins Sanshi-Dachi und dabei mit der vorderen Hand einen Osai ausführen. Diese Technik kennt ihr zum Beispiel aus der Hernida von Nukiti oder auch aus der Ernunda vor dem Urak. Daher kennt ihr diese Technik. Also nach dem Maigiri nach vorne gleiten, Osai-Uke und mit der anderen Hand einen Jodan-Teishu. Maigiri, Osai-Uke, Teishu. Nächster Winkel. Es ist klar, dass diese Übungen nicht zum Erlernen dieser Stellungen gedacht sind. Diese Übungen sind dazu gedacht, nachdem man sich eine Basis, ein Grundgefühl dieser Stände erarbeitet hat, diese zu vertiefen und schon eine Vorstellung davon zu bekommen, wofür man sie braucht. Und damit wünsche ich euch viel Spaß und Erfolg. In unserer Wohlstandsgesellschaft gibt es sehr viel Gutes, klar. Aber sicherlich auch ein paar Dinge, die so ein bisschen aus dem Ruder laufen. Ein wachsendes Problem ist meiner Meinung nach zum Beispiel, dass viele der Meinung sind, dass ihnen alles zusteht. Sie nehmen es für selbstverständlich, Arbeit zu haben, Auto fahren zu können,
jedes Jahr in den Urlaub fliegen zu können, ja, zu bekommen und zu machen, wonach ihnen der Kopf steht. Dabei würde es wohl jedem Einzelnen und letztendlich auch unserer Gesellschaft gut tun, etwas bescheidener zu sein und diese Dinge nicht für selbstverständlich zu nehmen, sondern dafür dankbar zu sein. Vielleicht können wir diese verrückte Zeit, die wir alle gerade durchleben, hier dazu nutzen, um etwas bescheidener zu werden. Denn wenn wir ein bisschen suchen, werden wir viele Dinge finden, für die wir selbst in dieser Zeit dankbar sein können. Da fallen mir einige Dinge ein, die vor Corona für mich schon irgendwie selbstverständlich waren, für die ich nun einfach nur dankbar bin. Für meine Dojo-Mitglieder nach dem Trainingsverbot endlich wieder Training geben zu dürfen. Die ersten Mini-Lehrgänge, die in kleinem privaten Rahmen stattfanden. Das erste Partnertraining, das ich wieder durchführen durfte. Oder als ich in der Musikschule nach dem Online-Unterricht endlich wieder Präsenzunterricht geben durfte. All das sind Dinge, bei denen ich mal wieder bewusst Dankbarkeit empfunden habe. Klar bin ich und wahrscheinlich auch viele von euch noch weit vom Normalzustand entfernt. Denn nach wie vor sind all meine Konzerte und Lehrgänge abgesagt. Aber mir ist wieder mal klar geworden, dass ich nicht alles für selbstverständlich nehmen darf. Ja, dass es viele Dinge gibt, für die ich dankbar sein kann. Auch die Gesundheit ist so ein Thema. Erst wenn wir krank sind, bemerken wir, wie wichtig uns die Gesundheit ist. Ja, was ein Segen ist, gesund zu sein. Jetzt gerade in dieser Krise sollte uns das mehr denn je bewusst sein. Und so hat man jeden einzelnen Tag, an dem man gesund ist, die Möglichkeit, dafür dankbar zu sein. Ich glaube sogar, auch wenn das wirklich sehr schwer ist, dass man für Negatives dankbar sein kann. Denn aus unseren Fehlern oder auch aus dieser ungewöhnlichen Zeit, die wir gerade erleben, kann man Schlüsse ziehen und daraus lernen und somit als Mensch wachsen. Ich finde es gut, dass wir durch unsere Umgangsformen und Rituale im Karate-Training ja eine Art von Dankbarkeit praktizieren. Die Verbeugung beim Betreten des Dojos steht unter anderem für Dankbarkeit. Dafür dankbar zu sein, in dieser Räumlichkeit mit seiner Karate-Gemeinschaft trainieren zu dürfen. Nach einem Partnertraining drückst du durch deine Verbeugung deinem Partner gegenüber auch Dankbarkeit aus. Vielleicht, weil du durch das Üben mit ihm gelernt hast, weil er respektvoll und kontrolliert mit dir umgegangen ist oder einfach nur, weil es Spaß gemacht hat, mit ihm zu trainieren. Wenn du eine Korrektur deines Senseis mit Os erwiderst, zeigst du dich auch hier unter anderem dankbar dafür, dass er dir hilft, auf deinem Karateweg voranzukommen. Ich glaube, wir sollten versuchen, diese Dankbarkeit, die wir in unseren Dojos praktizieren, mit in den Alltag zu nehmen. Hier können wir Dankbarkeit in unsere täglichen Gespräche mit einfließen lassen und dadurch vielleicht der Tatsache etwas entgegenwirken, dass viele Leute alles für selbstverständlich nehmen. Was bedeutet Dankbarkeit für dich? Was gibt es in deinem Leben, wofür du dankbar sein kannst? Denk mal drüber nach.